Hallo Freunde, heute stellen wir euch das wohlhabendste Land der Welt vor. Hier gibt es die reichste und vielfältigste Natur, riesige Reserven an Energieressourcen und ihre vernünftige Entwicklung machen die Bewohner zu einem äußerst reichen Volk. Laut Gesetz hat jeder Einwohner des Landes und seine Gäste das Recht auf Zugang zu allen natürlichen Ressourcen ohne Hindernisse oder Einschränkungen. Sowohl im Wald als auch auf See. Kannst du herumlaufen und schwimmen, wo immer du willst. Fast 100% der Bevölkerung sind an Hochgeschwindigkeits-Internet angeschlossen. 4 von 5 Einwohnern dieses Landes besitzen ein eigenes Motorboot oder zumindest ein Boot. Wird überhaupt keine Abholzung durchgeführt. Es fühlt sich einfach nicht richtig an, in Städten Müll irgendwo auf dem Boden liegen zu sehen. Aus Rücksicht auf Landstraßen stehen oft Tische mit Gemüse und Obst, daneben ein Preisschild und ein Glas für Geld. Wie viel hat er so viel Lohn genommen? Niemand schaut zu, es ist einfach nicht akzeptabel, hier zu schummeln. Ja, Gas ist teurer als irgendwo sonst auf der Welt. Die Benzinpreise hierzulande steigen von Jahr zu Jahr. Ein Raub oder Mord ist ein nationales Ereignis. Solche schweren Verbrechen sind hier eine seltene Seltenheit. Tagsüber sind viele Häuser nicht einmal verschlossen, außer in den offensichtlich großen Städten, in denen es viele Besucher gibt. Unter den entlassenen Gefangenen ist die Wiederverurteilungsrate mit etwa 20% am niedrigsten. Dieses Land nimmt den ersten Platz auf dem Planeten ein. In Bezug auf die Anzahl der Arbeiter pro eine Bevölkerung. Auf der Erde gibt es etwa 500.000 Seen unterschiedlicher Größe. Sonne, Regen, Winde und Nebel verändern sich oft mit kosmischer Geschwindigkeit. Die Bewohner scherzen sogar. Gefällt Ihnen unser Wetter nicht? Warten Sie 15 Minuten. Die Menschen hier sammeln nicht die Gaben des Waldes, sie verstehen nichts von Pilzen und verschiedenen Waldbeeren, sie kennen die Eigenschaften von Kräutern nicht. Es ist fast unmöglich, Bettler auf der Straße zu treffen. Die einzige Ausnahme bilden Großstädte, aber in diesem Fall ist es für Einwanderer nicht schwierig, einen großen Kredit von einer Bank zu einem Zinssatz von 3 bis 4% pro Jahr zu bekommen. Im Allgemeinen geschieht alles wegen einer Person. Sie können Ihr Leben 10 Jahre im Voraus planen, einschließlich aller Ausgaben und Karrierefortschritte, und der Plan wird wahr. Ja, das ist Norwegen, das als das wohlhabendste Land der Welt gilt. Experten untersuchten 142 Länder und verglichen den Stand der wirtschaftlichen Entwicklung, die Qualität der Bildung, der Gesundheitsversorgung sowie die Verfügbarkeit persönlicher Freiheiten und Lebenssicherheit. Norwegen belegt den 3. Platz bei der wirtschaftlichen Entwicklung, den 5. Platz bei Gesundheit und Bildung, den 7. Platz bei der institutionellen Entwicklung und den 2. Platz bei der persönlichen Freiheit. Seine Gesamtpunktzahl ermöglichte es Norwegen, den 6. Platz in der Liste der wohlhabendsten Länder der Welt zu erreichen. Norwegen wurde weder durch den Preisverfall grundlegender Vermögenswerte wie Öl noch durch den daraus resultierenden Rückgang des Wechselkurses der Krone gegenüber den wichtigsten Währungen der Welt behindert. Der leichte Unterschied im Lohnniveau ist ein weiterer Grund dafür, dass Norwegen an der Spitze steht. Der Unterschied zwischen den am höchsten und am niedrigsten bezahlten Arbeitnehmern ist viel geringer als in vielen anderen Ländern. Das Land weist außerdem hohe Beschäftigungsquoten sowohl bei Männern als auch bei Frauen auf. Norwegen ist ein nördliches Land mit rauem Klima, bekannt für seinen hohen Lebensstandard und übersteht die globale Finanzkrise relativ problemlos. Die Wirtschaft ist stabil, möglichst umweltfreundlich und weist eine positive Dynamik auf. Es gibt sehr sauberes Wasser und keine verschmutzte Frischluft. Die Sicherheitsstandards der Industrieunternehmen in Norwegen sind so hoch, dass sie zu den besten der Welt zählen. Warum ist Norwegen ein so reiches Land? 1 Billion Dollar sei ein wichtiger Meilenstein, kommentierte der Chef des norwegischen Staatsfonds gegenüber Investing Start. Die Tatsache, dass die Größe des ihm anvertrauten Fonds diesen astronomischen Betrag von 1 Billion erreichte, war der Wert aller Vermögenswerte zum 19.09.2017, die zum Fonds gehören, zu denen der norwegische Staat jährlich Einnahmen aus dem Verkauf beisteuert Öl und Erdgas. Die Norweger selbst nennen es manchmal einfach ein Ölbecken. Es handelt sich um den größten Staatsfonds der Welt. Die Vereinigten Arabischen Emirate verfügen über einen weiteren großen Stabilisierungsfonds, der etwa 15% niedriger ist. Derzeit sind in der Nordsee 70 Bohrinseln in Betrieb, die meisten davon im Besitz staatlicher norwegischer Ölgesellschaften oder ausländischer Konzessionäre.
Bohren und Fördern erfordern Hilfstätigkeiten, die praktisch alle Branchen betreffen und wie eine Flut die übrige Wirtschaft eines Landes ankurbeln. Norwegens Ölindustrie hat 5 Millionen Menschen im Land reich gemacht, doch zu Beginn der Ölförderung war dies überhaupt nicht gewährleistet. In einigen Ländern hat Öl sogar eine wirtschaftliche Katastrophe verursacht. Der astronomische Betrag des angesammelten Geldes ist bei weitem nicht nur eine Zahl in der Buchhaltung der norwegischen Bank, das Haupt- und einzige Ziel des Fonds besteht darin, das finanzielle Wohl künftiger Generationen auf Kosten der aktuellen Supergewinne aus dem Verkauf zu sichern aus rohen Materialien. Sie machen sich keine Illusionen über den endlosen Strom des Petrodollars zum Esel, denn wie es wörtlich in einem von einem Satz auf der Website heißt, wird das Öl in einem Tag auslaufen, aber die Einnahmen des Fonds werden weiterhin den Menschen in Norwegen zugutekommen. Berücksichtigt man die Bevölkerung des Landes von 5,3 Millionen Menschen, so hat jeder Norweger nun einen Anteil von 193.000 US-Dollar am Fonds, und das alles in etwa 20 Jahren seines Bestehens. Bemerkenswert ist, dass das Fondsvermögen während der letzten globalen Finanzkrise, die 2008 begann, nicht wesentlich zurückging. Gleichzeitig waren die meisten Ölländer dann gezwungen, aus ihren Fonds das Geld künftiger Generationen zu verwenden. Dadurch verwaltet der norwegische Fonds heute eine riesige Summe, die in mehr als 9.000 Anleihen und Immobilienaktien investiert ist. Darüber hinaus ist das Anlageportfolio des Fonds vollständig offen und jeder kann sich damit vertraut machen. Den größten Teil des Geldes, rund 65%, scheuten sich die Fondsmanager nicht davor, in Aktien auf der ganzen Welt zu investieren. Das Portfolio umfasst alle führenden Anbieter der neuen Internetwirtschaft Google, Amazon und andere. Der Fonds macht keinen Hehl daraus, dass er seine phänomenale Größe dank des Anstiegs der Aktienmärkte in den letzten 2 Jahrzehnten erreicht hat. Der Fonds folgt dem Konzept der sogenannten ethischen Investitionen und investiert Geld nur in Unternehmen, die die in Oslo festgelegten Kriterien erfüllen. Die Bevölkerung des Landes beträgt etwas mehr als 5 Millionen Menschen. Die Bevölkerungsdichte ist gering, die zentralen und nördlichen Landesteile sind praktisch leer. Die Inseln sind teilweise unbewohnt, die Erwerbstätigkeit der Bevölkerung ist hoch, etwa 3/4 der Bürger haben einen festen Arbeitsplatz, die hohe Entwicklung der Wirtschaft und die hervorragende Lebensqualität spiegeln sich in der durchschnittlichen Lebenserwartung der Menschen wider, die bei 82 Jahren liegt. Der norwegische Arbeitsmarkt versucht so weit wie möglich, einen hohen Lebensstandard für die Menschen aufrechtzuerhalten. Es erhöht ständig die Zahl der Arbeitsplätze und schafft mehr Arbeitsplätze in kleinen Unternehmen. Das Land sorgt dafür, dass seine Bürger eine höhere Bildung erhalten. Norwegen hat die niedrigste Arbeitslosenquote in Europa. Norwegen ist einer der europäischen Spitzenreiter in der Ölförderung. Die Regierung schätzt den gesamten Netto-Cashflow der Ölindustrie für 2019 auf 226,5 Milliarden US-Dollar. Auch beim Ölexport ist Norwegen einer der Spitzenreiter. Aufgrund der globalen Krise beschäftigt sich das Land heute intensiv mit der Entwicklung anderer Wirtschaftszweige der Ölindustrie. Neben der Produktion von Kohlenwasserstoffen und Energie sind die traditionellen Bereiche Norwegens das Baugewerbe, die Schifffahrt, die Metallurgie, die Forstwirtschaft, die Zellstoff- und Papierproduktion, die Landwirtschaft und die Fischerei. Darüber hinaus entwickelt das Land wissenschaftsintensive und innovative Branchen wie Raumfahrt, Informatik und Bildung, die auch beim Durchschnittsgehalt nicht zu vernachlässigen sind. In Norwegen kann man mit 4.400 € auf einem sehr anständigen Niveau leben. Der hohe Lebensstandard und die guten Löhne locken in diesem Land eine große Zahl von Arbeitsmigranten nach Norwegen, aber es ist nicht einfach, einen Job zu finden. Der norwegische Arbeitsmarkt ist grundsätzlich für Ausländer geschlossen und wird von der Regierung streng reguliert. Norwegen ist auch einer der Spitzenreiter im Bereich der Energieerzeugung. Um einen hohen Lebensstandard seiner Bürger aufrechtzuerhalten, dämmt es aktiv den Migrationsdruck ein, der in letzter Zeit ganz Europa betroffen hat. Norwegen wird die Stromexporte in die Nachbarländer ständig steigern Länder. All diese Faktoren sind zweifellos ein Garant für den Erfolg, die Stabilität und den Wohlstand des Landes. Sollen wir uns mit der Frage befassen, warum Norwegen seinen Ölreichtum so effektiv verwaltet? Die Antwort liegt in der Geschichte des Landes. Norwegen hat eine sehr starke Tradition der Gleichberechtigung, die bis in die Wikingerzeit zurückreicht. Als sich Gruppen freier Männer unter einem charismatischen Anführer zusammenschlossen, um am Seehandel teilzunehmen, überfielen sie Expeditionen und teilten die Gewinne dann gerecht auf. Und das sind alles Freunde.
Wenn Sie etwas Neues gelernt haben und es für Sie interessant war, liken Sie bitte unseren Kanal und abonnieren Sie ihn. Bis später.